Habe gerade während der Fahrt hier den Swiffer mal wieder auf links gedreht. Den hältst du einmal kurz da draußen zum Ausstauben da und dann sieht er wieder aus wie so ein geplatztes Sofakissen. Oh, Schlangenlinien. Mensch, fährt einer wie ein Henker. Da fährt ein Irrer wie ein Bekloppter. Ah! So, Feierabend. Zusammengefercht mit vielen anderen auf einem riesengroßen Schotter- und Betonplatz mit einem Dixie-Klo. So ist das mal. Jetzt habe ich wieder 9 Stunden Pause und dann geht es wieder los nach Durchfahren. Ein Durcheinander ist das. Was auch immer eklig ist, wenn man mit dem LKW schief steht, also wenn der rechts höher ist als links. Man möchte ja mit dem Kopf oben schlafen, also muss man manchmal jeden Tag die Bettdecke hin und her tüdeln. Bettdecke nach rechts, Kopfkissen nach links. Und jetzt muss ich es wieder andersrum machen. Jetzt liegt das Kopfkissen rechts, da ist der LKW aber höher. Also alles wieder umtauschen. Und morgen wahrscheinlich nochmal. Mir fällt gerade noch ein, es gibt sogar Fahrer, die legen sich einen Keil unter den Reifen. Also ich meine, die fahren da drauf. Die heben ja nicht gerade den LKW hoch und packen sich diesen Keil darunter. Dann legen die einen Keil vor einen Reifen, dann fahren sie da drauf, damit sie auf der einen Seite höher stehen als auf der anderen Seite. Weil schlaf doch mal mit Füße nach oben und Kopf unten. Naja, irgendwie kriegst du da kein Auge zu. Das ist ganz, ganz seltsam. Müsst ihr mal ausprobieren. Von Altenkunstadt geht es jetzt über Leipzig, aber diesmal Belgershain, nach Magdeburg, da Hallensleben. Das ist gar nicht schlecht. In Hallensleben hast du wenigstens alles. Da kannst du duschen gehen, da kannst du zu Subway gehen, zu McDonald's gehen, du kannst einkaufen gehen bei Kaufland, da kriegst du also quasi alles. Zur Not könntest du da auch mal zum Friseur gehen. Sowas ist ja auch meistens schlecht, ne, weil samstags kommst du nach Hause, mittags oder so, und montags musst du wieder los, wenn die Friseure wieder zu haben. Wann willst du zum Friseur gehen? Das geht zum Beispiel gar nicht. Naja, ja, wir stehen hier alle auf so einem riesengroßen Schotterplatz. Jetzt ist das letzte Loch, wenn du hier mehr als 5 km/h fährst, weil hier so viele Löcher im Boden sind, dann fliegt ja echt die Qualle aus dem Drömel. Das Gute an diesem Platz ist aber, es ist ruhig. Also wenn ich jetzt mal meine Standheizung ausmachen würde, dann würde hier gar nichts mehr pusten. Die Standheizung habe ich schon ausgemacht. Das ist die Zündung. So, jetzt ist es hier schön mucksmäuschenstill. Und wenn man das mit dem Autobahn vergleicht, da ist ja die Hölle, ne? Habt ihr schon mal an der Autobahn versucht zu schlafen? Junge, 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 da fällt mir nur Ottos Witz ein. Sie wohnen jetzt seit 30 Jahren neben der Autobahn. Haben Sie irgendwelche bleibenden Schäden davon getragen? Nein, nein, nein. Ja. Und mach das mal im Sommer. Dann musst du die Scheiben runterlassen. Weil sonst gehst du ja auch tot in dem Ding. Ich habe hier in meinem LKW, nicht in diesem, aber in dem DAF damals, der hatte keine Standklimaanlage. Dieses ist jetzt das erste Jahr, der erste Sommer, als ich eine Standklimaanlage hatte mit diesem neuen LKW. Die ist zwar auch nicht schön, weil nach 4 Stunden ist auch die Luft raus. Dann ist auch vorbei mit Standklima. Und was machst 11 Stunden Pause, ne? Und nach 4 Stunden schlafen bin ich auch noch nicht fit. Ich habe hier 47 Grad drin gemessen. Im Sommer, wenn die Sonne hier schön drauf brät und dabei sollst du schlafen. Da liegst du hier wie so ein Fisch im eigenen Saft, weißt du, in so einer Konservendose. So sieht's mal aus. Ja, traurig. Aber ich warte jetzt noch die letzten 5 Minuten ab, dass meine 9 Stunden Pause drin sind. Und dann fahre ich schon mal los, gehe duschen, hab mir meine Klamotten hier schon gepackt, weil irgendwann sehen meine Haare dann auch aus wie so eine Möwe nach der Ölpest. Hallo. Die 0 kriege ich. Voll eine leere Belgershain Hallensleben. Die 0. Jetzt ergibt es Sinn. Jetzt ergibt es Sinn. Schön. Ein bisschen Glück gehört da auch zu, mein Kram ist fertig. Da habe ich gesagt, oh schön, dann kann ich ja noch duschen gehen. Das ist schön, wenn die sich auch freuen. Freue ich mich nämlich auch. Mach mal Licht an hier hinten. Aber warte mal, muss ich noch einen Schlüssel reinstecken. Ihr seht, was ich meine. Ach, wo ist mein Handschuh? Hier. Gab es auch mal Licht hier irgendwie, ne? Warum habe ich nicht das an der Brücke gemacht? Oh, die Scheibe schlägt. Ich muss nämlich diese Pilze, die heißen Twistlock, nicht, dass mir einer das auch noch wieder unter die Kommentare schreibt, die habe ich jetzt festgemacht, weil wenn ich ohne fahre, ohne Brücken, weil ich ja gerade keine drauf, dann muss ich diese Dinger festmachen.
damit ich sie nicht verliere. So, den Rest mache ich aber wieder ohne Kamera, weil ich nicht euer Hampelmann bin. Standard halt. Das ist noch eine saubere Dusche. Jo. Wie gesagt, sauber. Riesenboiler, ein kleiner Riesenboiler. Das ist bloß ein kleines Ding. Und er hat 3 Punkte an. Ich habe gerade bei 40 Grad geduscht, also gerade so im Erträglichen. Noch schön ein Käffchen. Aber hier gibt's sowas. Das mag ich ja, ne? Da bin ich ja Fan von. Produkt entnehmen. Mit nur einer Hand. Und noch einen starken, weil ich mich nicht entscheiden kann. Und wie kriege ich das jetzt alles mit? Keiner macht mir die Türen auf. Schlürf nicht? Ja, Mama. In meiner normalen Serie bin ich hier ja schon mal mit Standlicht gefahren, weil man beim Pförtner da sitzt derjenige bei der Ausfahrt und der schreibt sich Kennzeichen und Brückennummern auf. Dieser Pförtner bei der Ausfahrt. Vorhin der Pförtner, der hat schon Plomnummer kontrolliert und Brückennummern kontrolliert. Ich habe nicht geblinkt. Könnt ihr gleich wieder, hier meine Hater, wisst ihr Bescheid. Das sind ja meine größten Fans. Sagte mal einer von euch. Hier bin ich mal mit Standlicht rumgefahren. Irgendwann habe ich es angemacht. Weil wenn diese Tante mein Kennzeichen aufschreibt, dann kann die natürlich nicht sehen, wenn ich da mit vollem Licht auf den Hof fahre oder wieder wegfahre. Ist natürlich klar. Aber so weit denken auch nicht alle. Die gucken denn da ständig ins... Jetzt ist es eine die gewesen. Hier sitzen auch Kerle. Die oder der glotzen dann voll in die Scheinwerfer und sehen natürlich nichts. Das kannst du natürlich alles abhaken. Ja, die Dusche, wie gesagt, 40 Grad. Das war jetzt gerade so erträglich. 40 Grad ist eine gute Duschtemperatur. Aber mehr Power hatte das Ding jetzt aber auch noch nicht. Und weil wenn da ein paar geduscht haben, ist natürlich dieser Speicher leer. Manche denken da nicht dran. Ich will jetzt nichts gegen Langhaarige sagen. Aber gerade Langhaarige, die brauchen, bis sie ihre Haare da sauber haben. Verstehe ich ja. Bis sie ihre Haare sauber haben, da ist natürlich einige Zeit vergangen. Und einiges Wasser leider auch. Naja. Und das sind 2 Duschen. Einmal auf der Seite, wo der Speicher hängt. Und einmal da, wo ich ja geduscht habe. Ja, das ist natürlich den Käse, ne? Oh, jetzt muss ich die Scheiße verpixeln. Muss ich mal hochhalten. Hier oder ein Tacho. So. Da keinen Bock zu. Und ja, aber Dienstag da, die Dusche, die war natürlich wirklich kalt. Da gibt es nichts anderes zu sagen, außer kalt. Das war scheiße. Also Kopf da unter und dann bleibt dir die Luft weg und kurz vorm Herzinfarkt und so weiter. Und naja, so ist es aber nun mal oft bei, nicht oft, eigentlich nicht. Aber es passiert natürlich gerne bei so kostenlosen Duschen bei den Firmen. Aber naja, dafür habe ich halt 3 Euro pro Dusche gespart. Weil Autohof Raststätte 3 Euro, du kannst auch gerne schon 3,50 Euro abdrücken. Als ich vor 10 Jahren angefangen habe, da habe ich mit 1,50 Euro eine Dusche gekriegt. Also die Zeiten sind natürlich lange vorbei, das steht fest. Und ich könnte mal langsam das Navi anstellen. Ne? Ich finde zwar hin nach Leipzig, die 240 Kilometer, aber Belgershain, wo jetzt dieses Loch war, das weiß ich aber auch nicht. Weil ja immer, hier gibt es ja auch immer wieder, oh, ihr mit Navi-Fahrer. Ja, ihr Schlaumeier. Wie alt seid ihr? 55 oder was? Früher seid ihr auch immer mit Blätternavi gefahren oder was? Dieses Gesülze, ne? Das habe ich ja gerne, ne? Wie soll ich hier mitten in der Nacht, wen soll ich fragen? Hier ist kein Schwein. Und außerdem irgendwo mittendrin, Hamburg oder so, wie soll ich da mit 20 Minuten Luft, wie soll ich denn da eine Bude suchen? Ihr Schlaumeier, ihr. Also bei sowas, da kriege ich einen dicken Hals. Die Zeiten sind schon lange vorbei. Ohne Navi geht's gar nicht heute. Du hast gar keine Zeit zum Suchen. Du musst ankommen. Also das ist heutzutage just in time.
und nicht kommst du heute, nicht kommst du morgen. Und wer da noch diese Kommentare verfasst von wegen, ach hier Navi-Fahrer sind die besten, ohne Navi geht's ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich das hatte. Irgendwo hatte ich letztens auch eins da. Ne? Also das ist so dämlich, das ist so dämlich. Die wissen doch gar nicht, was los ist. Die fahren wahrscheinlich den ganzen Tag um ihren Pudding und das war's. Um meinen Kirchturm rum zu Hause, da kenne ich mich auch aus. Ja, da brauche ich auch kein Navi. Und wie gesagt, von hier nach Leipzig, da weiß ich auch so, wie ich fahren muss. Ich kenne alle jetzt, oh, siehste, ich rede davon und fahre in eine falsche Richtung. Verdammt, ich muss drehen. Kommt jetzt von der Scheißsülzerei hier, sonst wäre mir das auch nicht passiert. Ich predige hier von wegen, ich kriege das hin. Nur das muss ich mal drehen hier. Warmlinkanlage ist an. Meine Warmlinkanlage interessiert diesen Wichser nicht. Den auch nicht. Interessiert hier gar keinen. Naja. Ich muss doch in diese Richtung, verdammte Scheiße. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich muss doch jetzt auf die A9 und dann hoch. Ja, aber die A9, die ist ja in die andere Richtung. Oh, blöd. Naja. Ich glaube, ich mache mal Navi an, wa? Weil ich kenne mich ja ohne Navi nicht aus. Ich verfahre mich. Ich verlaufe mich in der Telefonzelle. Ich verfahre mich auf einer Rolltreppe. Außerdem hat Daniel heute geschrieben, hier Daniel Spender aus den anderen Videos, der hat geschrieben, so eine Kacke hier, voll eingeparkt. Ich zeige euch das Bild jetzt hier mal, blend das mal ein. Hier zeige ich ja sowieso nur Fahrerei. Und so sah das nämlich aus heute bei ihm da. Kannst natürlich abhaken. Wie kann man so gedankenlos sein? Die ballern da auch noch rückwärts sich ihre Reifen kaputt, indem sie auf einen Grünstreifen da fahren, nur damit sie auf Krampf da noch einen Parkplatz kriegen. Also dann hätten sie halt eher aufstehen müssen oder so. Das kann echt nicht wahr sein. Das kann wirklich nicht wahr sein, sowas. Wie bescheuert, wie kleingeistig, die denken gar nicht mit. Die denken überhaupt nicht mit, die Leute. Ich weiß nicht, ob bei denen da eine Welt zusammenbricht, weil da plötzlich mal in dem Industriegebiet ein LKW auf dem Parkstreifen steht. Der kann da stehen, der darf da stehen, das ist völlig legitim. Aber trotzdem da so eine Scheiße abzuziehen, also das ist unglaublich. Dann hätten sie halt 5 Minuten eher losfahren müssen, wenn sie wissen, dass man da in Heilbronn keinen Parkplatz kriegt. Aber nein, dann wird lieber so ein LKW dicht geparkt. Ich meine, es ist noch gut gegangen, bevor er los musste, 3 Stunden später. Da war der nach 2 Stunden war ein PKW weggefahren vorne, konnte er da wenigstens rausfahren. Aber sowas Dämliches, da fällt einem echt nichts mehr zu ein. Ja, und wie gesagt, wenn ihr mal mehr sehen wollt von sowas, das ist ja jetzt nur mein Hermes-Alltag hier, das ist ja stinklangweilig in Anführungszeichen. Es ist stinklangweilig, deswegen brauche ich hier auch nichts weiter filmen, das ist total dämlich. Wenn diese Woche rum ist da, dann ist auch Schluss. Und weil es hat keinen Zweck. Warum soll ich hier mich immer wiederholen? Wenn ihr was sehen wollt noch, guckt Paul. Und zwar der Truck TV, ein Wort. Und dann Doku. Das ist sein Kanal bei YouTube. Und der hat auch so, ich glaube, 60, 65, 70 Folgen hochgeladen. Die gehen auch alle so eine Viertelstunde. Und die haben... Oh, Bäuerchen gemacht. Irish Cream kommt wieder hoch. Kommt aber richtig hoch, der will raus. Der ist nämlich ein Sattelfahrer und so, und der zeigt auch mal sich und seinen LKW, was heißt mal, die ganze Zeit. Also da sieht man dann schon erheblich mehr als bei mir. Ich bin ja viel zu feige, ich will mich gar nicht zeigen. Ich weiß, ich bin ein super hübscher Junge, aber nee, lass mal, dann laufen mir die Frauen so viel hinterher. Für sowas habe ich gar keine Zeit. Und Einbildung ist auch eine Bildung. Achso, und ihr braucht auch nicht glauben, dass LKW-Fahrer alle strunzen doof sind. Einige schon. Aber halt nicht alle. Ich habe zum Beispiel einen Realschulabschluss und fahre trotzdem LKW. Also braucht ihr nicht jeden LKW-Fahrer wie ein dämliches Stück Scheiße anzugucken. Bedanke mich hier auch noch bei Daniel für sein Korrekturgucken, weil ich lade die Videos hoch und er guckt nach nochmal, ob ich mich nicht irgendwo verrate mit meinem Kennzeichen. Schnell mal ein bisschen Pause machen, eine halbe Stunde, Thunfisch schmieren und dann geht's weiter. Weil mittlerweile ist es 3 Uhr. Ich habe vor 15 Stunden das letzte gegessen. Also unregelmäßig geht hier gut. Aber ich habe mir überlegt, dass ich mir wahrscheinlich nachher um 12 oder so oder um 11 hole ich mir ein schönes Subway von Hallensleben, in Hallensleben. Da bin ich jetzt auf dem Weg. Ich bin jetzt in Leipzig fertig. Habe jetzt gerade umgebrückt wieder, wie immer. Habe meine Lehre abgestellt, habe eine zweite volle aufgenommen.
Und dann geht es damit gleich nach Dingens. Also ohne 2 Hände geht hier gar nichts.